Wie Sie wissen, geht morgens die Sonne auf, steigt dann im Laufe des Tages, um nachmittags und abends wieder zu sinken. Das verändert beispielsweise den Lichtverlauf im Laufe eines Tages. Das heißt, morgens haben wir warme Rot-Orange-Töne und es ist noch nicht so richtig hell. Im Laufe des Tages steigt dann die Sonne bis zum Zenit. Da haben wir richtig helle und weiße Lichtfarben. Und am Nachmittag in Richtung Abend nimmt das Licht wieder Rot-Orange-Töne an und es wird so langsam dunkler. Mit diesem Sonnenverlauf verändert sich aber nicht nur das Licht, sondern es verändert sich auch die Temperatur, die wir so spüren. Und in den vielen Jahren unserer Evolution hat sich auch unsere Körpertemperatur daran angepasst. Und genau deshalb ist die Thermoregulation auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt unserer Gesundheit und vor allem auch unseres gesunden Schlafes. Das bedeutet, morgens, wenn wir aufwachen, ist unsere Körpertemperatur noch relativ niedrig, weil die Sonne hatte noch keine Zeit, die Erde und damit unseren Körper zu erwärmen. Im Laufe des Tages steigt unsere Körpertemperatur dann immer weiter an, gemeinsam mit der Umgebungstemperatur, um dann am späten Nachmittag und abends wieder abzusinken. Das bedeutet, nachts ist unsere Körpertemperatur tatsächlich 1 Grad kälter als tagsüber. Das klingt nicht viel, aber für unseren Schlaf, für unsere Gesundheit ist dieses 1 Grad ganz, ganz wichtig. Und an diesem Punkt kommen wir auf Ihre Hauterkrankung, auf die Neurodermitis zu sprechen. Ich bin mir sicher, Sie alle kennen das, dass genau dann, wenn Sie zu schwitzen beginnen, der Juckreiz losgeht und sich die gesamte Symptomatik verstärkt. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, vor allem auch nachts auf eine gute Thermoregulation zu achten. Das bedeutet, wir müssen unserem Körper die Möglichkeit geben, 1 Grad Celsius herunter zu regulieren. Und wie reguliert unser Körper unsere Körpertemperatur? Über das Schwitzen. Und mit dem Schwitzen kommen Sie wieder in Ihre Neurodermitis-Symptomatik. Das bedeutet, wir sollten Ihre Schlafumgebung dringend so gestalten, dass Ihr Körper die Möglichkeit hat, runterzukühlen, ohne dass er dies über Schwitzen ausgleichen muss. Eine gute Variante, das zu tun, sind kühle Fußbäder bzw. ein kühler Wadenwickel am Abend. Nehmen Sie dazu 2, 3, 4 Handtücher, die Sie nur kühl in Wasser eintauchen. Es sollte nicht eiskalt sein, weil dann wachen wir wieder auf oder werden richtig aktiv. Das bedeutet, nehmen Sie ein laukühles Handtuch, wickeln es sich um die Wade, packen sich richtig gut ein und entspannen Sie sich dann für ungefähr 20 Minuten. In dem Moment ist es so, dass unser Körper die ausgekühlten Beine wieder erwärmen möchte und das tut er, indem er aus unserem Körperkern die Wärme zieht und in die Beine hinunterschickt. Das Gleiche könnten Sie auch mit Ihren Armen machen. Auch über den Kopf verliert man viel Wärme, viel Temperatur. Und damit sind es Maßnahmen, die richtig gut dazu geeignet sind, Sie auf den Schlaf vorzubereiten und Ihre Körpertemperatur ein wenig runter zu regulieren. Des Weiteren können Sie positiven Einfluss auf Ihre Wärmeregulation durch Ihre Bettwaren nehmen. Schafsfell beispielsweise ist hervorragend zur Wärmeregulation geeignet. Das bedeutet, ein Schafsfell erwärmt nicht nur, sondern wenn Ihr Körper zu erhitzt ist, transportiert ein Schafsfell auch wirklich gut die Wärme wieder ab. In bestimmten Matratzen und Bettwaren ist Schafsfell mit enthalten. Da können Sie sich einfach mal informieren. Grundsätzlich ist es wichtig, dass Sie natürliche Materialien in Ihrem Bett haben, beziehungsweise solche Bettwaren benutzen, die eine gute Wärmeregulation ermöglichen. Das bedeutet, eine Decke sollte natürlich schön warm halten im Winter, wenn es kalt ist. Eine Decke sollte aber auch viel von Ihrer Körperwärme aufnehmen können, ohne dass Sie dann beginnen zu schwitzen. Also, die Thermoregulation ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für Ihren gesunden Schlaf und mit einigen kleinen Maßnahmen können Sie es schaffen, Ihren Körper da ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, die Thermoregulation vielleicht schon vor dem Zubettgehen zu vollziehen, sodass Sie dann im Bett nicht schwitzen müssen.